Willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir nach Kuba, genau gesagt auf eine Zuspitzung, die das Land wirtschaftlich und politisch massiv unter Druck setzt. Es geht um Öl, Sanktionen, Venezuela, Mexiko und um eine neue Eskalation der US-Politik unter Donald Trump. Was passiert gerade wirklich und ja, wie ernst ist die Lage für Kuba? Kuba ist seit Jahrzehnten stark abhängig von Energieimporten. Eine Schlüsselrolle spielte dabei Venezuela. Über den Hafen von Matanzas, rund 100 Kilometer von Havanna entfernt, gelangte, lange Zeit subventioniertes venezuelanisches Erdöl auf die Insel. Dieses Öl war nicht nur billig, es war systemrelevant für Stromerzeugung, Transport, Industrie und letztendlich für das tägliche Leben der Bevölkerung. Doch genau diese Lebensader wurde Anfang Januar 26 abrupt unterbrochen. Nach einer US-Militäroperation in Venezuela ordnete die Trump-Regierung an, die Öllieferungen zu stoppen. Am 7. Januar wurden sogar 2 Öltanker von der US-Marine umgeleitet. Seitdem verschärfen sich die ohnehin bestehenden Versorgungsengpässe auf Kuba deutlich. Donald Trump macht kein Hehl aus seiner Strategie. In Interviews erklärt er offen, dass Kuba am seidenen Faden hänge. Mehr Druck sei kaum möglich, außer einer militärischen Intervention, die er zwar erwähnt, aber offiziell nicht ankündigt. Stattdessen setzt er auf wirtschaftliche Erstickung. Trump selbst sagt, ihre gesamte Lebensader war Venezuela, das Öl, das Geld. Mit der Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro sei diese Verbindung zusammengebrochen. Für Trump ist das die Vollendung seiner Politik des maximalen Drucks, die er bereits in seiner ersten Amtszeit begonnen hatte. Besonders brisant: Trump stellt öffentlich die Idee in den Raum, seinen Außenminister Marco Rubio, Sohn kubanischer Exil-Kubaner, zum Präsidenten Kubas zu machen. Ob Provokation oder politische Drohkulisse, die Botschaft ist eindeutig. Die kubanische Regierung reagierte ungewöhnlich deutlich. Außenminister Bruno Rodriguez bezeichnete Trumps Politik als chaotisch und faschistisch und warf den USA massive Menschenrechtsverletzungen vor, insbesondere gegenüber Migranten. Gleichzeitig verurteilte Havanna die US-Operation in Venezuela als völkerrechtswidrig. Nach kubanischen Angaben kamen dabei 32 kubanische Staatsbürger ums Leben, die als Teil der Sicherheitskräfte in Venezuela stationiert waren. Es folgte eine zweitägige Staatstrauer. Trotz der scharfen Worte signalisiert Kuba grundsätzlich Gesprächsbereitschaft, allerdings nur auf Basis von Souveränität und ohne Einmischung in innere Angelegenheiten. Faktisch finden derzeit jedoch keine offiziellen Gespräche mit Washington statt. Die politische Eskalation trifft Kuba in einer extrem fragilen Phase. Seit Jahren leidet das Land unter verschärften US-Sanktionen, rückläufigem Tourismus, den Folgen der Pandemie und einer zunehmenden Dollarisierung. Gerade Rentner und Geringverdiener haben kaum Zugang zu Devisen. Die Folge ist die schwerste Wirtschaftskrise seit rund 30 Jahren. Etwa 13% der Bevölkerung haben Kuba inzwischen verlassen. Ein historisch hoher Wert, so die offiziellen Zahlen. Der Index der menschlichen Entwicklung sieht Kuba nur noch im unteren Mittelfeld weltweit. Nach dem Wegfall Venezuelas ist Mexiko zum wichtigsten Öllieferanten Kubas geworden. Schätzungen zufolge liefert Mexiko derzeit rund 12.000 Barrel pro Tag. Ein einzelner Tanker brachte zuletzt etwa 86.000 Barrel Treibstoff nach Havanna. Die mexikanische Präsidentin Sheinbaum bezeichnet diese Lieferungen als humanitäre Hilfe. Gleichzeitig bleibt vieles intransparent. Offizielle Zahlen fehlen, Zahlungen erfolgen offenbar nicht oder nur auf dem Papier. Für den mexikanischen Staatskonzern Pemex bedeutet das Preisabschläge,
offene Forderungen und steigende politischen Druck aus Washington. Mexiko bewegt sich damit auf einem schmalen Grat zwischen regionaler Solidarität, wirtschaftlicher Vernunft und dem Risiko neuer US-Sanktionen. Trump zeigt sich überzeugt, dass Kuba kurz vor einem inneren Wendepunkt stehe. Gleichzeitig lobt er die kubanische Bevölkerung als hart und widerstandsfähig. Interessant ist dabei ein historischer Vergleich. Fidel Castro sagte bereits 2005, dass die Revolution sich nur selbst zerstören könne, nicht von außen. Genau darauf scheint Trump zu setzen, nicht auf einen offenen Angriff, sondern auf inneren wirtschaftlichen und sozialen Druck. Ob diese Strategie aufgeht, bleibt offen. Wer schon mal in Kuba war, weiß, wie anstrengend die Hitze und die langen Tage sein können und wie schwer es ist, dort mal was Erfrischendes ohne Zucker zu finden, wenn man mal was anderes als nur Wasser trinken möchte. Wenn du nach Kuba reist, wirst du schnell merken, fast alle Softdrinks dort sind extrem süß. Und genau das ist der Punkt. Holy ist die Alternative, wenn du auf Geschmack stehst, aber auf Zucker verzichten möchtest. Ich trinke meistens den Holy Iced Tea oder Hydration. Super erfrischend, null Zucker und ideal, wenn du konzentriert bleiben willst, ohne dieses klebrige Gefühl im Mund. Für alle, die es noch nicht kennen, Holy ist im Grunde die bessere Alternative zu klassischen Softdrinks ohne Zucker, ohne künstliche Aromen und richtig lecker. Bei meiner nächsten Kuba-Reise ist Holy auf jeden Fall Bestandteil meines Gepäcks. Durch das Pulver ist es leicht zu transportieren und bietet mir in Kuba einfach eine schöne Trinkalternative. Für alle Kuba-Reisende wird es auch nicht fremd sein, dass Wasser mit Getränkepulver angemischt wird. Qualitativ, geschmacklich und von der Auswahl her sind wir mit Holy natürlich besser aufgestellt. Wenn du Holy mal testen willst, schnapp dir das Starter-Set Deluxe, da ist an sich alles drin. Energy, Iced Tea, Hydration und Milkshakes plus ein Shaker. So kannst du dich durchprobieren und findest deine Lieblingssorte. Mit meinem Code I Love Cuba bekommst du 10% Rabatt auf alles. Meinen Link findest du direkt in der ersten Zeile unter diesem Video, weareholy.com/ilovecuba/try. Ja, probier's aus. Kuba steht derzeit unter massivem Druck. Wirtschaftlich, energetisch, geopolitisch. Die Abhängigkeit von politisch motivierten Öllieferungen macht das Land extrem verwundbar. Gleichzeitig zeigt die Geschichte, dass Kuba Krisen lange aussitzen kann, oft auf Kosten der eigenen Bevölkerung. Die entscheidende Frage lautet, reicht der äußere Druck aus, um einen politischen Wandel zu erzwingen, oder wiederholt sich ein bekanntes Muster aus Mangel, Anpassung und Durchhalten? Wenn euch diese Einordnung geholfen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die aktuelle Lage einschätzt und ob Kuba eurer Meinung nach vor einem echten Wendepunkt steht. Ja, bis zum nächsten Mal. Saludos. Ciao.